Das Bild, das du gerade siehst, malte Vincent van Gogh vor mehr als 130 Jahren. Doch erst seit dem Jahr 2015 weiß die Welt von einem Detail, das mitten in diesem Bild verborgen liegt. Ein Detail, das alles verändert, was wir zu sehen glauben. Es war die ganze Zeit da, über ein Jahrhundert lang, und niemand hat es bemerkt. Das Bild heißt Café Terrasse am Abend. Es hängt heute im Kröller-Müller-Museum in den Niederlanden. Aber bevor wir über das Detail sprechen, müssen wir verstehen, warum dieses Bild überhaupt gemalt wurde. Vincent van Gogh wurde 1853 in den Niederlanden geboren, als Sohn eines protestantischen Pfarrers. Bevor er jemals einen Pinsel in die Hand nahm, hatte er ein anderes Ziel. Er wollte das Evangelium predigen. Er wollte Pastor werden wie sein Vater. Sein Versuch, in das Theologieseminar in Amsterdam aufgenommen zu werden, scheiterte am Latein. Also ging er in die Borinage, eine Region im Süden Belgiens, in der Kohlebergwerke das Leben aller bestimmten. Im Jahr 1878 kam er dort an, als Laienprediger mit einer 6-monatigen Probezeit. Er nahm seine Aufgabe wörtlich. Wenn er den Armen dienen sollte, dann musste er arm sein wie sie. Er gab seine Kleidung weg. Er schlief auf Stroh. Er stieg in die Marcasse-Mine hinab, 700 Meter tief unter die Erde, und sah, wie die Männer dort lebten. Er riss seine eigenen Bettlaken auf, um Verbände für die Verletzten einer Grubenexplosion zu machen. Im Juli 1879 wurde er entlassen, nicht weil er versagt hatte, sondern weil er zu weit gegangen war. Die Kirchenkommission warf ihm vor, durch sein Verhalten die Würde des Priesteramtes zu untergraben. Er hatte sich zu arm gemacht. Er hatte sich den Armen zu sehr angeglichen. Diese Entlassung brach etwas in ihm. Doch sie machte ihn nicht zu einem ehemaligen Christen. Sie machte ihn zu einem Maler. Auf Anraten seines Bruders Theo griff er erstmals mit 27 Jahren ernsthaft zum Pinsel. Nicht als Bruch mit dem Glauben, sondern als dessen Fortsetzung. Er hatte begriffen, dass ein Bild einen Menschen erreichen kann, wie eine Predigt es nie konnte. Dass Kunst nichts anderes war als Predigt unter einem anderen Namen. Im Februar 1888 zog van Gogh nach Arles, im Süden Frankreichs. Er suchte das Licht. Er suchte Stille nach dem Lärm von Paris. In den darauffolgenden 14 Monaten malte er über 200 Bilder. Es war die produktivste Phase seines Lebens. Er schrieb Theo unermüdlich, beinahe täglich, über das, was er sah und was er zu sagen versuchte. Er malte mit einer Dringlichkeit, die die Menschen um ihn herum nicht verstanden. Als renne er gegen etwas an, das er spürte, aber nicht benennen konnte. Ein warmer Septemberabend. Place du Forum. Van Gogh stellt seine Staffelei direkt auf den Platz, vor das Café Terrasse. Er malt nicht aus dem Gedächtnis am nächsten Morgen, wie es die meisten Maler taten. Er malt im Dunkel selbst, im Schein der echten Gaslaternen. Er schreibt Theo, dass es ihn enorm amüsiere, die Nacht direkt in der Nacht zu malen. Auf den ersten Blick zeigt das Bild genau das, was es zu zeigen scheint. Ein Café an einer Kopfsteinpflasterstraße. Ein Kellner in Weiß zwischen den Tischen. Gäste, die trinken. Ein Sternenhimmel über allem. Jeder Pflasterstein ist einzeln gefühlt. Jeder Pinselstrich sichtbar und bewusst gesetzt. Schon hier verbirgt sich etwas Ungewöhnliches. In dieser nächtlichen Szene gibt es keine einzige Stelle, die schwarz gemalt ist. Van Gogh schreibt seiner Schwester Wilhelmina,
dass er die Nacht nicht als etwas Schweres oder Dunkles zeigen will, sondern als etwas, das von Farbe lebt. Das gelbe Licht der Laterne gegen das tiefe Violettblau des Himmels. Keine Dunkelheit, nur Licht in verschiedenen Tönen. Auch die Sterne über dem Café sind nicht erfunden. Spätere astronomische Untersuchungen haben gezeigt, dass die Konstellationen exakt so stehen, wie sie in der Nacht des 16. September 1888 über Arles wirklich zu sehen waren. Van Gogh dokumentierte. Er erfand nichts. Er musste die Wahrheit malen bis in den Himmel hinein. Über 100 Jahre lang hat niemand das Bild richtig gesehen, bis ein unabhängiger Forscher namens Jared Baxter in mehreren Vorträgen, der bekannteste davon im Jahr 2015 in den Niederlanden, eine Beobachtung vorstellte, die so einfach war, dass man sich fragt, warum keiner zuvor darauf gekommen ist. Schau auf die Figuren hinter der Terrasse, auf jene, die im Inneren des Cafés sitzen, nicht auf den Kellner vorne, nicht auf die Gäste draußen, auf die Gruppe im hinteren Raum. Zähle sie. Es sind 12. 12 Personen, gruppiert um eine zentrale Gestalt. Diese zentrale Gestalt steht aufrecht zwischen ihnen. Sie trägt eine weiße Tunika. Sie hat lange Haare. Sie ist der Einzige, der nicht sitzt. Direkt über ihrem Kopf, im Fensterrahmen hinter ihr, zeichnet sich klar erkennbar das Holzkreuz des Fensters ab. Ein Kreuz, exakt über dem Zentrum der Komposition. Und links vom Eingang, halb im Schatten, eine einzelne dunkle Figur, die sich von der Gruppe entfernt, die hinaus tritt auf die Straße. Allein, ungesehen. 12 Männer um eine zentrale Figur. Ein Kreuz über ihrem Kopf. Einer, der heimlich geht. Van Gogh hatte das letzte Abendmahl in ein französisches Café verlegt. Christus am Tisch, die 12 Apostel um ihn und Judas schon im Aufbruch. Es gibt einen Brief, der Baxters These trägt. Van Gogh schrieb seinem Bruder Theo, genau in der Zeit, in der er an diesem Bild arbeitete, einen Satz, der lange als rätselhaft galt. Er sagte, er empfinde ein ungeheures Bedürfnis. Und dann hielt er inne, suchte nach dem richtigen Wort und schrieb schließlich nach Religion. In einem anderen Brief aus derselben Zeit erwähnte er ein Bild des belgischen Malers Charles de Groux. Es heißt das Tischgebet und zeigt eine Bauernfamilie, die sich um einen Tisch versammelt hat, die Hände gefaltet, die Köpfe gesenkt. Eine fast ärmliche Szene. Doch die Komposition ist die eines letzten Abendmahls. Van Gogh schrieb, das Bild sei ihm wieder in den Sinn gekommen. Er hatte de Groux' Werk schon Jahre zuvor verehrt. Es hatte ihn bereits zu seinem Bild Die Kartoffelesser inspiriert. Jetzt, in Arles, fand es zurück in seine Gedanken. Der Mann, der Pastor werden wollte. Der von der Kirche fortgeschickt wurde, weil er die Armen zu ernst genommen hatte. Der alles aufgegeben hatte, um stattdessen zu malen. Er hatte einen Weg gefunden, doch noch zu predigen. Nicht von einer Kanzel, nicht in einer Kapelle, sondern auf einer Kopfsteinpflasterstraße in Arles, an einem warmen Septemberabend. Er nahm die heiligste Mahlszene des Christentums und stellte sie in ein gewöhnliches Café unter einen Himmel mit echten Sternen. Seine Figuren waren keine Heiligen mit Heiligenscheinen. Sie waren gewöhnliche Menschen, die etwas tranken, als wollte er sagen, das Heilige war nie woanders. Es war immer hier, mitten im Alltag. Es brauchte nur jemanden, der geduldig genug war, hinzusehen. 9 Monate nach diesem Bild geht Vincent van Gogh in eine psychiatrische Anstalt in Saint-Rémy-de-Provence. Aus dem Fenster seines Zimmers sieht er einen anderen Himmel und er malt ihn. Wir kennen das Bild heute als Sternennacht. Es ist der 3. Teil einer Trilogie, die mit der Kaffeeterrasse begann. 3 Sternenhimmel, 3 Versuche, das Unendliche festzuhalten, 3 Antworten auf dieselbe Frage. Vielleicht war Van Gogh eigentliches Genie nicht, dass er das letzte Abendmahl in ein Café schmuggelte. Vielleicht war es, dass er begriff, was er glaubte, indem er es malte.
Das Bild antwortet nicht. Es lässt nur das Licht an. Mehr verborgene Geschichten in berühmten Gemälden. Abgrundgalerie.